Hallo Leute, heute drehe ich ein zweites Video über meine Trockenzelle und zwar wird es heute gehen um die Sicherheitsvorrichtungen, damit bei der Arbeit mit der Zelle keine Unfälle passieren. Im ersten Video, das werde ich euch jetzt oben wo verlinken, habe ich euch ja schon den prinzipiellen Aufbau der Zelle erklärt. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Ich habe vorne eine Plexiglasscheibe, die ist nur dazu da, damit man in die Zelle hineinblicken kann. Und dann lauter Stahlplatten, wovon hier 3 an den positiven und 3 an den negativen Pol angeschlossen sind. Dazwischen liegen sogenannte neutrale Platten, an denen wird jedoch auch Wasserstoff und Sauerstoffgas produziert. Über den oberen Schlauch wird das Gas hinausgeleitet in den Elektrolytbehälter. Und über den unteren Schlauch kann jederzeit neues Elektrolyt in die Zelle nachfließen. Und wie unschwer zu erkennen ist, ist die Zelle schon länger nicht gereinigt geworden, deswegen ist das Elektrolyt auch so gelb verfärbt. Eigentlich sollte das eigentlich komplett farblos sein. Als Elektrolyt verwende ich eine 15- bis 16-prozentige Kalilauge, wobei die sicher schon wieder höher konzentriert ist, da schon einiges an Wasser wieder verloren gegangen ist. Normalerweise fülle ich den Elektrolytbehälter bis hier oben an. So viel Wasser habe ich entweder schon in Wasserstoff oder Sauerstoff zerlegt. Oder auch verdunsteter Wasserdampf wird mit dem Gas hinausgetragen. Dementsprechend entspricht dieses gesamte Volumen hier reinem Knallgas. Das sind fast 2 Liter. Was passiert, wenn das aus irgendeinem Grund Feuer fängt? Nun ja, wenn das Feuer fängt, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Plexiglasrohr springen. Es wird einen riesen Knall geben, die Splitter werden durch die Gegend fliegen, aber am allerschlimmsten ist es, auch die Kalilauge läuft aus. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, Kalilauge auf der Haut tut nicht gut. Wenn man es in die Augen kriegt, dann ist sowieso schon fast zu spät, möchte ich mal sagen. Denn bei Laugen, wie ihr hoffentlich wisst, tritt sofort eine Trübung der Hornhaut ein. Und das macht natürlich auch hässliche Flecken am Fußboden. Und das gilt es natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Deswegen wird das Gas hier über diesen PVC-Schlauch weitergeleitet. Und zwar ganz an die Unterseite des sogenannten Bubblers. Und hier wird es durch ein kleines Sieb gepresst und dann steigt es in Form von Gasblasen wieder nach oben. Und dabei muss das Gas durch das Wasser hindurch. Das heißt, eine Rückzündung in den Elektrolyt-Vorratsbehälter ist eigentlich ausgeschlossen. Es sei denn, man kommt mit irgendeiner Feuerquelle oder einer Hitzequelle oder einer Brennerflamme diesem PVC-Schlauch zu nahe. Das ist mir bis jetzt zum Glück noch nicht passiert und ich habe da aber auch keine Vorkehrung getroffen. Ich meine, man könnte noch einen festeren und dickeren Schlauch verwenden. Wäre auch kein Problem, den auszutauschen. Nachdem das Gas jetzt durch das Wasser hindurchgegangen ist, steigt es über diesen Anschluss und über den Kugelhahn weiter. Der Kugelhahn ist ganz wichtig und zwar sobald irgendwo eine Rückzündung passiert, ist die erste Maßnahme, die ich treffe, den Kugelhahn zudrehen. Dadurch ist einfach kein Gasstrom mehr möglich, es kann kein Feuer mehr über den Schlauch zurückschlagen. Erst dann stecke ich die Zelle vom Stromnetz ab. Da baut sich zwar minimal ein Druck in der Zelle auf, sollte jedoch, solange man das schnell genug auch absteckt, kein Problem sein. Kurze Geschichte von mir. Einmal habe ich wirklich vergessen, den Hahn aufzudrehen, wie ich die Zelle in Betrieb genommen habe. Nun, was ist passiert? Es hat sich immer mehr Gasdruck aufgebaut. Und irgendwann, die größte Schwachstelle sind die Dichtungen, hier die schwarze Dichtung zwischen den Stahlplatten und irgendwann hat es einfach eine Dichtung zwischen den Stahlplatten herausgedrückt und das Elektrolyt ist so in einen dünnen Strahl herausgeflossen und danach musste ich natürlich die Zelle komplett zerlegen und reinigen, was natürlich ein ordentlicher Aufwand ist. So, weiter geht's. Das Gas geht durch den Kugelhahn und geht dann durch meinen allerersten Stahlwolle-Arrestor. Und zwar ist das im Wesentlichen nur ein Kupferrohr, verlötet mit so einem Lötboss und mehreren Gewinden, die das Ganze dann auf so eine Art Schlauchtülle, einen Schlauchanschluss reduziert. Und der Schlauchanschluss ist dann natürlich mit Schlauchklemmen und mit Schlauch fest verbunden. Und gefüllt ist dieses Kupferrohr mit Edelstahlwolle, extra fein, und zwar ist es wirklich ganz wichtig, dass die super fein ist, damit das auch funktioniert. Mit grober Stahlwolle funktioniert es nicht. Und natürlich Edelstahlwolle
weil da drinnen ist natürlich Feuchtigkeit, da drinnen ist eine höhere Konzentration an Sauerstoff als in der Luft. Das heißt, da drinnen wird es früher oder später einmal rosten und dann funktioniert diese Vorrichtung natürlich nicht mehr zuverlässig. Deswegen ganz wichtig, Edelstahlwolle extra fein. Aber auch die muss man ab und zu austauschen. Von hier geht das Gas jetzt weiter über diesen Schlauch an die Unterseite von diesem Arrestor. Diesen Arrestor habe ich mir eigentlich selbst ausgedacht. Ich habe ihn jedoch auch schon mittlerweile auch bei anderen Leuten aus dem Gebiet gesehen. Und zwar ist das ebenfalls ein Kupferrohr, diesmal aber um einiges länger. Wie man sieht, das ist über einen halben Meter lang. Und es hat auch einen größeren Durchmesser. Und auch hier ist wieder ein Lötboss und mehrere Messinggewinde zum Reduzieren. Und ebenfalls ein Schlauchanschluss angeschraubt. Und unten ist ein kleines Stückchen Gewebestoff drinnen, ein Stück fester Stoff. Und oben ist einfach dann wieder der Schlauch angesteckt. Und das ganze Rohr ist gefüllt mit einfach Kinderspielsand. Natürlich trocken, der muss wirklich trocken sein. Und der Stoff an der Unterseite ist natürlich dafür da, dass der Sand nicht in den Schlauch hineinrieseln kann, weil das wäre natürlich schlecht. Das soll nämlich in diesem Rohr bleiben. Ganz wichtig ist, dass dieser Arrestor immer aufwärts montiert werden muss, dass das Gas immer von unten nach oben hochsteigt. Bei diesem Arrestor ist es komplett egal, bei dem Stahlwolle-Arrestor ist es wirklich wurscht. Und zwar muss man sich das so vorstellen, der Sand hat ungefähr eine Füllhöhe bis hier und sobald das Gas hochsteigt, wird der Sand nach oben getragen und verhält sich wie eine Flüssigkeit und dann kann das Gas hindurch passieren und natürlich sollte möglichst viel drin sein, aber es sollte natürlich auch nicht oben übergehen. Danach geht das Gas wieder durch diesen Schlauch und geht dann zu meinem Brenner. Der Brenner ist oben ein einfaches Metallrohr und unten ist wieder so ein Arrestor, der mit Stahlwolle gefüllt ist, dran geschraubt. Und oben als Düse verwende ich so eine sogenannte Stromdüse. Das sind so kleine Kupferdüsen, die kriegt man im Baumarkt. Die sind für Schweißgeräte gedacht und da bekommt man unterschiedliche Durchmesser mit unterschiedlichen Lochgrößen. Ich habe momentan eine Knallgasproduktion von etwas über 2 Liter pro Minute und ich verwende die 0,8er Düse als Richtwert. Die kleinste, die es zu kaufen ist, ist die 0,6er Düse. Wer eine Wasserstoffzelle hat mit weit weniger Produktion, also nur eine ganz kleine Zelle, eine Nasszelle zum Beispiel, der kann auch diese Stromdüsen verwenden. Der steckt einfach dann oben eine kleine Injektionsnadel, die genau in das Loch hineinpasst und dadurch kriegt man ebenfalls wieder eine feinere Düse mit sogar bis zu 0,2 mm. Also da gibt es ganz feine Injektionsnadeln, die da sehr gut hineinpassen, die kann man eventuell ein bisschen abdichten und auch da kann man sich dann behelfen. Nun möchte ich ganz kurz eine Rückzündung demonstrieren und dafür schalte ich jetzt erst einmal die Zelle ein. Öffne natürlich sofort den Absperrhahn und dann zünde ich einfach die Flamme an. Und jetzt probiere ich einfach mal eine Rückzündung. Und zwar brauche ich da nichts weiteres tun, als die Zelle ausschalten. Jetzt tut noch ein bisschen Gas, steigt noch hoch, aber die Zelle produziert kein neues mehr. Und jetzt drehe ich den Hahn zu. Da hört man ein kurzes Knacken, eben wenn die Flamme zurückschlägt und die landet dann in dieser Stahlwolle. Nun zur Frage, wieso habe ich da jetzt eigentlich 4 Arrestoren? Ich habe einmal den Bubbler als System, das mit Wasser funktioniert, dann einmal einen Arrestor mit Stahlwolle, einen mit Sand und wieder einen mit Stahlwolle. Ich möchte natürlich auch vermeiden, dass das doch noch relativ große Volumen im ersten Bubbler explodiert. Deswegen habe ich diesen Stahlwolle-Arrestor. Man muss jedoch dazu sagen, wenn eine Rückzündung in einen Stahlwolle-Arrestor passiert, dann hört das da drinnen nicht auf zu brennen, sondern solange noch Gas nachkommt, brennt das da drin in der Stahlwolle in so einer Art Nest, Feuernest natürlich weiter. Und solange man nicht den Kugelhahn abdreht, ist das nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Flamme da durcharbeitet. Das heißt, das ist keine sichere Rückzündsicherung. Man braucht immer einen Kugelhahn. Wie das ausschaut, wenn das passiert, das werde ich jetzt kurz demonstrieren. Also hier habe ich jetzt meinen Arrestor ohne Düse eingespannt und ganz kurz werde ich jetzt demonstrieren, was passiert, wenn hier eine Rückzündung passiert.
Und zwar sobald ich da kommt jetzt das Gas ohne Düse hinaus und drinnen ist die Stahlwolle. Das heißt, sobald ich jetzt mich mit einer Zündquelle nähere, macht es einen lauten Knall und man sieht, wie es innen weiter gebrannt hat. Und das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis sich das durch den ganzen Arrester hindurch brennt. Der wird auch dabei richtig heiß. Und wie habe ich das jetzt gestoppt? Natürlich, ich habe den Kugelhahn abgedreht, dadurch wird die Gaszufuhr gestoppt. Wenn man jetzt Experimente mit der Trockenzelle machen will, und das ist auch der Hauptgrund, warum man sich so etwas zulegt und so etwas baut, dann kann man das natürlich nicht brauchen. Und damit man eben besser experimentieren kann und auch Motoren betreiben kann, wo immer wieder Rückzündungen passieren, habe ich mir diesen Sandarrester gebaut. Und man muss sich vorstellen, der funktioniert wie folgt. Der Sand steigt nach oben durch das Gas, welches da hindurchströmt. Und sobald eine Rückzündung passiert, wird der Sand nach unten verdichtet und das Feuer geht aus. Und dann kann der Sand einfach wieder nach oben steigen. Jedoch hat das einen Nachteil, man kann das nämlich nur maximal 10 bis 15 Mal durchführen. Denn man muss sich vorstellen, durch die Verbrennung von Knallgas, da entsteht ja Wasserdampf. Und dadurch wird der Sand, der da drinnen enthalten ist und auch das Rohr an sich, innen mit der Zeit feucht mit Kondenswasser. Und dann kann dieser Sand nicht mehr ordnungsgemäß nach oben steigen. Deswegen sollte man dieses Experiment wirklich nur selten durchführen. Und wenn man eben Motoren betreiben möchte, Zweitaktmotoren, Rasenmähermotoren oder einfach experimentieren möchte, wo eben Rückzündungen öfters passieren, dann ist das die Rückzündsicherung der Wahl. Und weil ich nicht einfach immer austauschen möchte, habe ich die gleich fix verbaut. Und wenn ich mit meinem Brenner hantiere, dann kommt diese Rückzündsicherung noch zusätzlich dran. Wenn ich nur Experimente mache mit Motoren, dann kommt dieser Arrester einfach auf die Seite und man kann direkt aus dem Schlauch jetzt das Gas entnehmen. Und wie gesagt, Rückzündungen sollten da auch kein Problem sein. Und einmal werde ich das euch jetzt zeigen, wie das ausschaut, wenn da eine Rückzündung passiert. Und zwar tue ich da jetzt ein bisschen Gas vorproduzieren. Ich habe jetzt da noch nicht geöffnet. So, und jetzt werde ich probieren, dieses Gas hier quasi rückzuzünden. Dafür öffne ich den Gashahn und zünde es dann da gleich an. Dann wird man vielleicht kurz sehen, wie die Flamme den Schlauch entlang fährt und da drinnen explodiert dann das Gasvolumen des Sandarrestors. Aber es sollte eigentlich nichts weiter passieren. Und das war's auch schon. Bei diesen Rückzündungen wird dieses Kupferrohr natürlich minimal erwärmt, aber wie gesagt, man kann ja nicht jetzt so viele Rückzündsicherungen durchführen und von daher ist es auch nicht dramatisch. Ganz kurz etwas zu diesen Konstruktionen im Allgemeinen. Und zwar habe ich feststellen müssen, dass es extrem schwer ist, diese Arrestoren, vor allem auch diese kleinen, dicht zu bauen. Und zwar ist das Wasserstoffgas ja so ziemlich das kleinste Molekül, was es überhaupt gibt. Und das kann auch durch solide Stahltanks durchdiffundieren. Und insofern sind solche Verschraubungen hier mit Teflonband abgedichtet für dieses Gas überhaupt kein Hindernis. Das ist extrem schwer, das gescheit dicht zu bekommen. Und wenn man den Arrester dann unter Wasser hält und ein bisschen einen Druck aufbaut, sieht man sofort, wie da die Gasbläschen nur so herauszischen aus den Dichtungen. Deswegen habe ich hier teilweise sogar diese Gewinde miteinander verlötet. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, wie man solche Gewinde für Wasserstoffgas dicht bekommt, der kann mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Mit diesem Sandarrester kann man auch noch andere coole Experimente anstellen und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier
einen zweiten solchen Sandarrester gebaut. Mit dem Unterschied, der ist ein bisschen kürzer. Unten kann ich meinen Arrester anschrauben. Und da ist wie gesagt ebenfalls Sand drinnen. Einfach so Spielsand. Und oben ist das Rohr wie gesagt offen. Dann habe ich da drinnen eine kleine Keramik. Und jetzt habe ich da drinnen einen kleinen Kantal-Glühdraht. Und den werde ich jetzt gleich zum Glühen versetzen. Und zwar spanne ich das Ganze hierfür in den Schraubstock ein. So, das ist jetzt dieser Glühdraht von oben. Und wenn ich da jetzt mein Netzteil einschalte, da sieht man, wie der hinten langsam zu glühen beginnt. So, wenn das Gas eingeschaltet ist, dann steigt der Sand ungefähr bis zu dieser Höhe. Das Gas erreicht den Glühdraht, explodiert, der Sand wird verdichtet, dann geht das Feuer aus, das Gas steigt wieder nach oben, gemeinsam mit dem Sand, explodiert wieder wegen des Glühdrahtes und wird wieder verdichtet. Das heißt, man hat hier periodisch einfach lauter kleine Explosionen. Einziger Nachteil von diesem Triebwerk unter Anführungszeichen ist, dass man es natürlich nicht umdrehen kann und den Schub umkehren, weil eben der Sand, das Gas immer von unten nach oben steigen muss und der Sand die Möglichkeit haben muss, nach oben aufzusteigen, um davon selber wieder zurückzufallen. So, und dann hätte ich mal gesagt, dann stecke ich einfach mal meine Zelle an. So, jetzt wird Gas produziert, wird bereits hindurchgeleitet. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man sich den Gehörschutz aufsetzt, weil das wird jetzt ziemlich laut. Und dann braucht man einfach nur mehr den Powerknopf zu drücken, wodurch der Glühdraht beginnt zu glühen. Und jetzt hat man gleich die erste Explosion. Bei diesen ganzen Explosionen wird das Kupferrohr dann mit der Zeit ganz schön heiß und wie man sieht, funktioniert das sehr regelmäßig. Ich habe das Ganze schon ein bisschen getuned, das heißt, das ist jetzt schon die höchstmögliche Frequenz, die ich geschafft habe zu generieren. Natürlich ist es das Ziel, das so hochfrequent zu machen wie möglich, dass so mehrfach pro Sekunde eine Explosion und dadurch, dass dann ein richtiger Schub zusammenkommt. Jetzt, wie ich das gefilmt habe, habe ich zwischen Kameralinse und der Flamme natürlich eine Glasscheibe gehalten, damit nicht direkt die Explosion gegen die Kamera gerichtet ist. Und wenn man diese Glasscheibe hält, merkt man da schon, also da ist schon auch ein Schub dahinter. Diese Explosionen, die verursachen doch einen Schub. Und wie kann man diese Frequenz jetzt noch weiter erhöhen? Zum Beispiel, indem man eben mehr Gasproduktion hätte, indem man zum Beispiel statt nur 2 Liter 10 Liter Gas pro Minute hätte. Damit könnte man das dann natürlich probieren. Und natürlich bräuchte man da wahrscheinlich ein größeres Rohr noch mit einer größeren Fläche an Sand und dann könnte man das einfach probieren. Aber für den ersten Anfang ist es doch ein sehr interessantes Experiment. Und man sieht jetzt auch, das funktioniert schon zuverlässig. Diese ganzen Rückzündungen werden problemlos von diesem Sandarrester abgefangen. Und insofern, da dieses Rohr jetzt auch heiß wird, ist es auch mit der Feuchtigkeit kein Problem, da diese Feuchtigkeit sofort hinaus verdunstet. Das ist beim anderen Arrester eher ein Problem, weil das in einem geschlossenen, oben noch geschlossen ist. Aber hier ist es kein Problem und das kommt einfach nach oben hinaus, die Feuchtigkeit. Und wie man sieht, geht auch einiges an Sand verloren. Das wird da einfach während den Explosionen hinausgespuckt.
Aber das ist nicht weiter schlimm, weil man kann da oben einfach ein dünnes Metallsieb einbauen, das habe ich auch schon mal probiert. Und dann kann der Sand auch nicht mehr herausfallen. Ja, soviel zu den Sicherheitssystemen bei meiner Trockenzelle. Wie gesagt, eben diese Stahlwollarrestoren, die eher noch für Rückzündungen gefährlich sind. Die Sandarrestoren, die eigentlich ziemlich sicher sind. Dann der Wasserarrestor, der eigentlich auch zur Reinigung des Gases dient. Der dient nicht nur für die Rückzündung, sondern auch dadurch, dass das Gas durch Wasser durchgeschwemmt wird, wird es gereinigt und dadurch kommen auch andere Bestandteile, zum Beispiel noch Restrückstände von der Lauge werden da zum Beispiel weggewaschen. Und das größte Sicherheitsrisiko momentan noch sind wie gesagt die Schläuche. Generell, wenn man da mit der Knallgasflamme zu nahe kommt, da kann es schon mal passieren, dass das sich sofort durchbrennt und dass dann eine Explosion passiert. Sonst ist diese Zelle aber bis jetzt eigentlich eine ziemlich sichere Angelegenheit. Bis jetzt sind mir auch noch keine großen Unfälle passiert. Eher noch dann, wenn man die Zelle zerlegt oder neu zusammenbaut und da mit der Lauge hantiert und die Zelle da nicht komplett dicht ist und so, das ist eher noch ein Problem. Aber sonst bezüglich Explosionen habe ich immer Glück gehabt. Und man muss natürlich aufpassen, weil es ist natürlich ein gefährliches Hobby, aber es macht Spaß. Und damit bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.